30 Folgen. 24 Angler. 4 Gruppen. Was für ein Fight. 3 Zielfische. Ein unglaublicher Zuschauerpreis und ein Pokal. Der YouTube Predator Cup 2021 wird präsentiert von Finnwal, LMAB und Hecht und Barsch.de. Hallo liebe YPC-Zuschauer und herzlich willkommen zur 18. Folge und damit zur 2. Episode der Gruppe 1 in der Zwischenrunde. Wegen des Unwetters am Vormittag fischen alle 6 Angler heute in einer vorgegebenen Zeit von 13 bis 21 Uhr. Doch die Fangergebnisse fielen in den ersten 4 Stunden sehr unterschiedlich aus. Ton von Hamm mit 5 Hechten, Jan Pusch mit 2 Barschen und einem Zander sowie Patrick Marable mit 2 Zandern und einem Barsch erlegten ziemlich gute Angelstunden. Während Daniel Andriani bisher erfolglos auf Hecht angelte und Sylvain Legendre das Zanderangeln ohne Biss abbrach, um es nun stattdessen auf Barsch zu probieren. Bisse bekam Mark Patschowski zwar gleich mehrere, doch da die Fische entweder am Topwater-Köder vorbeischossen und ein gehackter Barsch tatsächlich von einem Hecht geklaut wurde, stehen auch bei ihm noch keine Punkte auf der Anzeigetafel. Jan erklärt uns seinen Plan für den weiteren Verlauf des Angeltages. So, ich werde noch ein paar Würfe machen hier. Und dann aber einen Spotwechsel machen. Und zwar da, wo ich den fetten Barsch noch verloren habe. Nochmal zurückgehen. Ich habe die Stelle jetzt extra ein bisschen ruhen lassen. Das ist nicht weit von hier. Das sind ein paar Meter nur. Und da kann man zu Fuß wunderbar hingehen und dann nochmal auf Barsch versuchen. Und dann ist da auch in der Nähe eine schöne Bucht, wo man vielleicht auch mal ein bisschen auf Hecht angeln kann. Und vielleicht nochmal wieder hier zurück auf die Zander. Also diese Option habe ich jetzt. Wir brauchen nicht groß mit dem Auto fahren, wenn das so aufgeht. Ne? Wenn das dann nicht mehr beißt, dann fahren wir doch noch mal mit dem Auto ein Stück weiter zum nächsten Spot. Aber das ist gleich in der Nähe, also keine langen Autofahrten, um einfach so viel Zeit wie möglich hier am Wasser zu verbringen und die Chance einfach noch mal zu steigern, ein paar Fische zu fangen. Ihr müsst dranbleiben und mir weiterhin die Daumen drücken. So, jetzt ruhig hier. Jetzt ganz ruhig. Der nächste Barsch beißt hier an. Definitiv ein Barsch, Leute. Das ist ein Barsch. Definitiv. So, jetzt drücken wir die Daumen, dass der in diesen Kescher reingeht hier. Ach, weg ist er. Leute, das gibt's doch überhaupt nicht. Ich meine, da kann man nichts machen. Ich habe ganz vorsichtig gedrillt, wirklich. Also wenn der dann abgeht, was soll ich machen? That's Fishing, aber man darf den Fischen, die man verliert, nicht nachtrauern. Man muss einfach weitermachen. Weitermachen, weitermachen, weitermachen. Die Fische sind da und das ist das Gute. Und irgendwann muss dann mal so ein Ding auch wieder hängen bleiben. Oh. Ja, Fisch. Der nächste hat gebissen. So, und jetzt der muss jetzt sitzen. Drückt mir die Daumen jetzt, Leute. Drückt mir die Daumen. Bitte, bitte, dass der reingeht hier. Guter Barsch, guter Barsch, guter Barsch. Oh. Bitte. Geht er da zur Wand? Will nicht raus so, das gibt's doch nicht. Was ist denn das hier? Jawohl, wir haben ihn, jetzt ist Schluss hier. Da ist er. Endlich habe ich ihn. Leute, Endstand ist das. Endstand beim YPC. Wahnsinn. Schöner Fisch. Wahnsinn. Hammer, Hammer. 36, meine ich, hat er. Ein mega Barsch. Bringt mir wieder wertvolle Punkte. Zählt ja mal 2. Und ich bin so happy, dass der im Kescher gelandet ist. Nach dem Ganzen, was ich verloren habe. Und jetzt schnell releasen wieder. Oh, ist das herrlich. Der nächste gute Barsch für Jan. Mit nun 4 Fischen setzt er sich wieder etwas von Patrick ab und pirscht sich näher an Ton heran.
Bisher läuft alles nach Plan für den Finnwal-Mann. Jetzt fischt man auch irgendwie ganz viel entspannter. Und oh, herrlich. Ich bin so glücklich. Ich versuche jetzt vielleicht noch einzufangen oder ansonsten nachher mal auf Zander noch mal zu gehen. Und dann muss ich auch noch Hecht machen. Also sind noch ein bisschen. Ein paar Fische muss ich noch fangen. Ich hatte etwas, wo ich dachte, war ein Biss, habe näher getwitcht und dann, als der Köder in Reichweite war, direkt vor meinen Füßen, ja, ich denke mal 80er Hecht, nochmal nachgegangen und dann abgedreht. Und jetzt hoffe ich, dass er irgendwie noch in der Nähe ist und vielleicht sich doch noch irgendwie lumpen lässt, dass man den noch irgendwie so ein Biss provoziert bekommt, weil muss ich einfach probieren. Der hing nicht und ein 80er Hecht, der würde mir extrem weiterhelfen. Jetzt bin ich schon an dem Punkt, wo ich ein bisschen entscheiden muss, ob ich weiter durchziehen mit dem Poldern oder ob ich den Polder erstmal abschreiben. Ich habe tatsächlich auch ein paar Poldern, nicht viele, aber ich habe 1, 2 Poldern in die andere Zone. Also sage ich mal absolute Emergency, falls alle Poldern heute nicht funktioniert hätte. Scheint ein bisschen so zu sein. Ich setze mich gleich im Auto und schaue meine Karte an. Aber wenn es keine Hechtstelle direkt auf dem Weg liegt, würde ich wahrscheinlich dann direkt zum Zanderstelle fahren. Das ist für mich natürlich sehr schade. Ich habe mindestens damit gerechnet, einen Hecht zu fangen, aber ja, die Rechnung geht natürlich nicht immer auf beim Angeln. So ist es manchmal. Ich klipse mein Mikro kurz rüber, ziehe meine Jacke aus und weiter geht's. I'm in deep trouble now. Still no bite for perch. So I think I will stick to this strategy and probably die with it because I'm really convinced the perch makes you qualify. So I stick to this, we'll center everything around the big perch fishing. Yes, here it is. That's a huge one. That's huge. But that's in the weed for the moment. Oh, that's a big perch. That's a huge perch. Ah, she's stuck. All right, she's coming. Wow, that's massive. That's exactly what I was looking for hours. Stay on. Boom! First one. Man, 5 hours of fishing for. That's too hard. Too hard. She's not that big. Not a big fish, but not that big. But better than nothing. That's a 45. But that's a lot of effort for just one fish. But that's a very nice fish, by the way. We'll release it. Ciao. Boom! Finally, gosh! Finally, one perch after 5 hours. It's so difficult. So that's why we need to stick to the strategy. We need a couple of others like that would be really cool. But strategy today was a few big perch, if possible 2, 3, and one zander. We miss the zander part, but we are, well, not in a good way, but it's doable with the perch. Der Strategiewechsel zahlt sich aus. Ein richtiger Traumbarsch für Sylvain, der ihm satte 90 Punkte bringt. Daniel, der soeben an seiner Zanderstelle angekommen ist, hat den Fang bereits registriert. Also mittlerweile haben nur Marc und ich keine Fische. Alle anderen haben gefangen, inklusive jetzt Sylvain hat einen sehr schönen Barsch jetzt auch gerade gefangen.
ja, was soll ich dazu sagen? Großartig. Das ist natürlich schön für Sylvain, aber nicht so schön für mich momentan. Ich würde auch gerne dazu gehören, diejenigen, die irgendwas gefangen hat. Und es ist natürlich langsam sehr frustrierend. Also langsam zweifle ich meine komplette Strategie. Ton hat auch eigentlich gute Hechte gefangen. Von der Menge, dass er gefangen hatte, nur dass es nur Hechte war. Ich gehe auch davon aus, dass er auch irgendwo einen Pole geangelt hat und nicht irgendwo im Fluss oder so zufällig alle Hechte bekommen hat. Deswegen kann ich das nicht zu 100% erklären, wieso ich so schlecht fange heute. Ich kriege auch keine Bisse bis jetzt. So richtige Bisse, dass man sagt, okay, das ist 100%ige Biss. Nee, die kriege ich einfach nicht. Noch nicht. Zeit ist noch da. Hoffnung auch. Ich habe einen Fischerband. Ich glaub's nicht. Das ist ein Rapfen. Aber wenn ich den lande, bringt er auf jeden Fall. Jawohl. Oh, Leute, ich habe einen Fisch gefangen, ich glaub's nicht. Auf Topwater. Der bringt auf jeden Fall 20 Punkte. Wir messen wir jetzt mal, dass der auf jeden Fall 40 hat, aber die hat er. Oh, Befreiung. Ein Fisch. Also, vom Kameramann eben auch nochmal bestätigt. Der hat definitiv über 40. Den brauchen wir jetzt nicht lange hier rumschmieren. Der 55 oder so hat er auf jeden Fall. Ich freue mich über 20 Punkte und mache weiter und fange jetzt hoffentlich noch einen Fisch. So, der Gute darf jetzt gleich wieder schwimmen. Ja, siehst du. Oh, vielen Dank für den Besuch und vielen Dank fürs Hängenbleiben. Cool, ich freue mich. Die ersten Punkte für den Vizemeister. Auch wenn der Rapfen kein richtiger Wertungsfisch ist, die 20 Topwater-Punkte sind natürlich trotzdem ein Anfang. Mal sehen, ob der Knoten nun endlich geplatzt ist. So, ich muss jetzt mal meinen Rapfen noch in die Gruppe schreiben. Oh, Silver geschrieben. Oh, 45er Barsch hat Silver gefangen. Respekt, Hut ab, Chapeau, Monsieur Sylvain. Also, ich verfolge trotzdem die gleiche Taktik. Ich versuche hier jetzt noch, mache hier noch ein paar Würfe. Hier kann aber mal Hecht und Barsch kommen. Fahre dann noch an eine andere Stelle. Da geht es dann auch hauptsächlich, denke ich, auf Barsch und auf Hecht. Ich hoffe natürlich, so einen Barsch zu erwischen wie Sylvain. Wenn das gelingt, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist in derselben Zone gestartet wie ich heute. Ich hoffe natürlich, weil um Barsch mache ich mir so ein bisschen Sorgen in der anderen Zone, vor allem um die großen Barsche. Deshalb noch ein bisschen Gas geben und noch ein paar dicke Fische fangen. I saw that Sylvain caught a perch of 45 centimeters, which is for this competition a big perch, of course. So congrats, Sylvain. And Mark caught an asp on topwater. That's the first fish for Mark, I think, so good start. And now we have to catch a zander. Hopefully a big one, but small is fine as well. Ja, bei mir tut sich jetzt gerade gar nichts mehr seitdem ich einen Nachläufer hatte. In der Gruppe wurden 36er Barsch da um den Zeitraum gefangen. Sylvain mit einem schönen 45er, fettes Petri. Und ich finde das so geil mit Mark. Ist ein Novum, kein Wertungsfisch, aber 20 Punkte für Topwater. Also schon geil, Petri Mark. Das muss man auch mal hinbekommen. Sehr geil. Fisch, Fisch, Fisch! Oh, das kann Barsch sein. Leute, das kann Barsch sein! Auf dem Popeye, ich habe eben gewechselt und wollte eigentlich einen Zander haben. Aber das kann auch ein Barsch sein. Ist eine. Nee, ein Zander. Kleiner Zander. Ah. Immerhin, kleiner Zander. Ich glaube, der hat kein Maß. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, aber der ist zu klein. Müssen wir mal ganz kurz drauflegen. Ja. Deutlich untermaßig. Geht sofort wieder zurück. Jawohl. Weg. Top. Top. Auf jeden Fall funktioniert es. Hier sind auch Zander. Also ich bleibe hier am Spot, Leute. Das ist Fakt. Und dann werden wir erstmal jetzt, wenn das weiter so läuft, hier bleiben. Und jetzt wird versteckt auf Zander geangelt. Kann alles noch passieren.
Yes! Yes, man! Ja! Ja! Wuhu! Oh, wow, yeah! Wuhu! Schöner Barsch. Es ist eine Kirsche, wie sie im Buche steht. Muss die Hände nass machen. Geil. Ja, doch, 44. 44. Ciao, Baby. Danke dir. Und weg ist er. Voll den Kiemendeckel hier rein. Ich zerdepper mich hier, peu à peu. Jans Zander ist untermaßig. Patricks Barsch dagegen bringt 88 Punkte. Und so zieht der Mann aus dem Loose Fishing Team an Jan vorbei. Doch auch bei Jan beißen die Fische. Steht mal dran. Da ist er. Auf den Jigspinner. Jetzt wird spannend, Leute. Jetzt wird spannend. Weil jetzt stehe ich hier ein bisschen erhöht. Bin ich mal gespannt, was das ist. Oder ist er schon wieder weg? Nee. Aber ich merke, das Spinnerblatt, der hängt nur außen. Der hängt nur außen. Oh. Könnte ein Barsch sein. Jetzt wird das Ganze spannend. So, er kommt immer noch mit der Strömung. Noch ist gar nichts passiert. Noch weiß er gar nicht, was los ist. Also noch... Nee, ist ein ganz kleiner Zander. Ach, das ist ein ganz kleiner Zander. Ich dachte, das wäre ein Barsch. Auch ein ganz kleiner Zander, aber immerhin. Der muss auch gleich wieder zurück. Den brauchen wir gar nicht messen. So, und jetzt geht er auch gleich wieder zurück. Zack. Und schwimmt weg. Oh, herrlich, ne? Aber wir haben wieder einen Biss gehabt. Und da müssen auch auf jeden Fall noch Barsche sein. Also, ich angel weiter hier. Auf jeden Fall passiert hier was. Fisch, der nächste. So, jetzt wollen wir hoffen, dass es jetzt ein Barsch ist. Aber das könnte auch wieder ein kleiner Zander sein. Ich weiß nicht. Also, aber das weiß man immer nie. Weg ist er. Ah, jetzt habe ich ihn verloren. Kann natürlich auch wieder ein kleiner Zander gewesen sein. Aber egal. Da müssen auch Barsche stehen. Oder vielleicht größere Zander. Die wollen wir haben. Große Zander hier beim YPC. Mann, wo bleiben die? The struggle is definitiv real, Leute. Da ist keine Zweifel. Also, wir wechseln die Stelle. Wir gehen einfach auf der anderen Seite der Brücke und hoffen, dass die Zander vielleicht heute dastehen. Langsam kommt ein leichter Hauch von Verzweiflung auch mit rein in die ganze Geschichte bei mir. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been balling. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Fisch. Boom, ist er raufgeballert. Volles Pfund, Leute, voll. So, wenn das jetzt ein Barsch ist, das wäre geil. Drückt mir die Daumen, dass der jetzt auch rauskommt. Mann, du ist der reingehackt, du. Volles Pfund. So, und jetzt muss der auch rauskommen. Er muss rauskommen. Unbedingt. Kämpft stark. Boah, nickt der. Boah, ist ein guter Fisch. Ein guter Fisch. Mann, das ist eine Spannung. Leute, meine Herzfrequenz geht so nach oben. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt muss der Bus raus. Schon einige Fische heute verloren. Und das ist natürlich immer ärgerlich. Dann, wenn alles funktioniert, die Fische spielen mit und man verliert die Fische. Aber das ist einfach so. Und je länger der Drill dauert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es auch verliere. Oh. Ein Zander. Das ist kein Barsch, das ist ein Zander. Aber auch der würde mir helfen. Ja, jawohl, da ist er. Zander, der hat Maß. Leute, das ist Endstand hier beim YPC. Hat der gekämpft, ist der reingenascht. Zander mal 1,3. Und er hat ganze 55. Da hackt er mir in die Finger rein.
Da hat er meinen Daumen gerade gepackt, das kann doch nicht wahr sein. Zack, und herrlich, ist das herrlich. Und es geht weiter, wir haben noch ein bisschen Zeit. Und jetzt muss vielleicht noch ein Barsch kommen oder auch ein Zander meinetwegen. Und ein Hecht wäre natürlich auch nicht schlecht. Jan Pusch holt sich weitere 71,5 Punkte und da er als erster Angler 5 Fische in der Wertung hat, springt er von Platz 3 auf 1. Ja, verdammt! Ja, ich hatte einen Fehlbiss bzw. einen Aussteiger auf Wobbler. Habe noch einmal mit Wobbler kurz entlang geschleppt, kam nichts mehr. Jetzt versuche ich mal mit Gummi. Muss aber sagen, sau schwer. Der Wind hat so krass aufgefrischt, ich kann kaum noch. Ich habe eigentlich gar keine Köderfühlung mehr. Also das ist, kann man vergessen. Die 5 Gramm, du spürst gar nichts. Der Wind drückt stärker rein, als der Köder sinkt. Weil der Wind hat gut aufgefrischt. Muss ich mir was anderes überlegen. Yes. Oh, it's a huge one. Ja! So many efforts for a couple of fish. She was so strong, this one. Nice. Beautiful color. Well hooked. Properly hooked. Look at that balloon. That's a football balloon. Wow, she was so strong. On the spinnerbait again. You. Super nice fish. Look at that balloon. A bit bigger than the other. 47. On the corner of my road, I should have took the boat. Yeah, I could have took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. Der nächste Traumbarsch und wieder geht er an Sylvain. Satte 94 Zähler wandern auf sein Konto und auch wenn er auf Platz 4 bleibt, mit solchen Fischen steigen die Chancen aufs Weiterkommen natürlich enorm. Zum Glück läuft es bei den anderen ein bisschen besser. Also zum Glück für euch beim Zuschauen. Nicht so schön für mich. Das hat nochmal einen 47er Barsch gefangen. Das sind jede Menge Punkte. So große Barsche sind momentan echt schwierig. Aber Patrick hat, glaube ich, auch einen 44er gefangen und Jan noch einen Zander. Also die Fische scheinen zu beißen und hängen zu bleiben. Nur heute nicht bei mir. Aber ich habe jetzt noch irgendwie eine Stunde oder anderthalb. Und versuche jetzt noch mal mein Glück. Ich bin jetzt eine kleine Bodenstrecke gefahren. Und hier werde ich jetzt die systematisch abangeln. Und hier kann wirklich alles kommen. Deshalb bin mal gespannt. Bin mal gespannt, was die anderen noch fangen. Ist auf jeden Fall schwierig aufzuholen, was die Jungs da vorlegen. Sylvain caught his second perch, which is the fish that will deliver the most points for now on, from day one. And it's a perch of 47 centimeters, so that will be a fish that's hard to beat. That's a really big perch. So he has a 45 and a 47. That delivers a lot of points. I can tell you that. I'd be in heaven if I catch that one. But we're still trying for Xander. It's not easy, it's really hard. Pre-fishing was again a lot better, but just one is enough. And if it's not possible, then we will try and catch him tomorrow at first. So it's not a disaster if we don't have him, but I would prefer if we were able to fill the cart with a Xander. If they cooperate. Where are the Zander? Where are the Zander?
Die Zander sind auch nicht on fire, leider. Don't lose tension. Ah, it's too small, I guess. Oh, it's out. Woo. But it's too small. I think it won't make the cut. Ah, it might make it actually. Quick check. Ooh, it's making it. Woo! There we go. Yeah, you see it's 47, right? And a little bit. What a relief. Such a small zander, but I'm really happy with it. It's a really angry one. He's like clapping his teeth. Back he goes. Woo! Ah, this turns the table. It's definitely nice to fill in the zander. No zander tomorrow. Ton ist zurück an der Spitze. Der Zander hat Maß und so kann der Belgier wieder an Jan vorbeiziehen. Kann der Mecklenburger kontern? So, ich habe jetzt nochmal die Stelle gewechselt. Jetzt bin ich an der Stelle, wo ich letzte Mal einen Zander gefangen habe mit dem Jigspinner. Habe auch den Jigspinner jetzt drauf. Auf dem Pfad hierhin habe ich auch gesehen, dass Ton hat jetzt auch seinen Zander gefangen. Und ja, also läuft nicht so schlecht bei den anderen. Läuft wirklich nur bei mir. Ja, bei Marc auch nicht so super. Aber es ist sehr, sehr frustrierend. Ich weiß nicht so richtig, was ich machen oder ändern sollte. Also eigentlich vom Gefühl her bin ich schon auf gute Stellen. Meine Poldern, wie gesagt, vorhin war auch eigentlich sehr, sehr gute Poldern. Habe mehrere Hechte auch da gefangen, natürlich. Und ich würde nicht sagen, der Wurm ist drin, aber fühlt sich ein bisschen so an, auf jeden Fall. I'm just wondering what I should do, because target of the day was zander and 2-3 big perch. So whether we keep casting here for another big one, which will be probably over 45, or we go and get that zander, because I'm pretty sure tomorrow we will get 1 or 2 perch and pikes. So that would be a good option probably to go even for a short time, but give it a try for zander and get rid of that. Das ist ein Barsch. 100%ig. Ja, ist auch kein Riese, aber egal. Fisch ist Fisch. Komm schon rein hier, Mensch. Komm rein hier. Jawohl, wir haben ihn. Barsch. Barsch, Barsch, Barsch. Der 4. Barsch. Es ist kein großer Barsch, aber egal. Zack. Ein Barsch. Die Freude über den Fisch gönnen wir ja natürlich, doch Punkte bringt dieser Fisch keine. Denn alle 5 Fische, die er bereits in der Wertung hat, sind besser als dieser 30er Barsch. Ein 35er Barsch, ein 54er Zander oder ein maßiger Hecht würden seine Wertung verbessern. Wahnsinn. Also ich habe ein paar Fische verloren, aber ich habe auch unwahrscheinlich Glück, dass die Fische echt beißen. Die beißen bei mir ständig. Ein Hecht jetzt noch und dann geht's ab, ne? Könnte ein Hecht sein. Nee, Zander. Im Kescher hat sich der fucking Haken gelöst. Mein Gott, ey, Glück muss man haben. So, 55. Ciao, Kleiner. Der nächste gute Zander und so schiebt sich auch Patrick wieder an Jan vorbei. Vorne ist jetzt echt Bewegung in der Tabelle. Zu klein. So. Erster Fisch
Eine zweite Gruppenphase auf den Jigspinner. Wieder einen Zander gebracht. Leider echte falsche Größe, das muss man sagen. Ich nehme mal ganz kurz mal den Jigspinner hier raus und würde ich ihn gleich releasen in dem Kescher. Man kann ihn schon ganz klein sehen hier in dem Kescher. Man braucht ihn nicht mal rauszunehmen, man kann ihn gleich wieder zurück tun. Zack, da schwimmt er wieder. Richtig kleine Zander, die braucht man nicht zum Essen. Immerhin der allererste Fischkontakt überhaupt heute. Und das gibt mir ein kleines Stückchen Motivation, immerhin die nächsten Stunden hier konzentriert weiter durchzuangeln. You never know, vielleicht geht auch ein größerer rauf. Fisch! Das ist bald wieder so ein Zander, du. Das ist schwer zu sagen. Mann! Oh. Leute, der zieht ohne Ende. Ist auch ganz hart reingetockt. Oh. Oh. Mann! Oh. Kampfstark, wie verrückt die Barsche. Das liebe ich an Barschen. Ja, wir haben ihn, das gibt's doch gar nicht. Guck dir den Barsch an hier. Das ist ein Barsch. Das gibt's doch gar nicht. Leute, danke fürs Daumendrücken. Leckt mich am Barsch hier beim YPC. Und der ist sowas von reingeballert. Und hat 49 Zentimeter. Also, besser geht's ja nicht, oder? So ein prächtiger Barsch muss schnell wieder in sein nasses Element zurück. So, jetzt, zack. Es gibt nichts Besseres. Das im Wettkampf, also ich bin völlig happy. Jetzt Wahnsinn, was heute hier abgeht. Das kann man wohl sagen, denn was ist das eigentlich für eine krasse Barschfolge heute? 44, 45, 47 und 49. Eine Riesenmurmel nach der anderen wird hier aus dem Wasser gekeschert und der Tag ist noch lange nicht vorbei. Jan, reicht dieser Riesenbarsch auf jeden Fall aus, um sich ganz knapp vor Ton auf Rang 1 zu platzieren. Boah, Puschi, Alter. 49er Barsch gefangen. Krass. Boah. Das ist stark. Alle eigentlich sind stark, außer mir. Und Daniel. Daniel hat noch keinen Fisch gefangen, wenn ich das richtig sehe in der Gruppe. Wie hat er heute Morgen gesagt, great minds think alike. Daniel. Recht hast du. I just got a notification on my cell phone and Jan caught a perch of 49 centimeter. That's a lot. That will be really hard to beat, believe me. But we are going now to another spot in the hope for a bigger zander. My day is already good. I'm really happy with today's fishing. And tomorrow we will go for a perch. But one like 49, that will be difficult. Congrats, Jan. Really good fishing. Kaum hatte ich jetzt einen Fisch, geht das hier Schlag auf Schlag. Also überhaupt gerade die ganze Zeit. Man hört immer wieder, dass irgendwas gefangen wurde. Sylvain hatte einen Klasse 47er, dann Tom mit einem Zander, also 47er Barsch, Tom mit Zander, dann Jan Pusch jetzt ein 49er. Wow. Also schon irre, was gerade abgeht. Sehr gut, sehr, sehr gut. Und so schnell kann es gehen. Here we go!
Super geil. Dann haben wir schon 2. Ja, Mann, fehlt nur noch der Barsch. Und da ist das Triple! Wie geil ist das? Yes! Nice. Mission completed, ha? Mission complete, ey. Liebe YPC-Zuschauer, Lange hat es keine Messe gegeben, aber jetzt ist ein Ende in Sicht. vom 12. bis 14. November findet die Angelwelt in Berlin endlich wieder statt. Es sind viele geile Marken vertreten. Richtig geile Neuheiten für jedermann am Start. Und die besten und modernsten Angelboote findest du auf der Angelwelt natürlich auch. Es wartet ein absolutes Top-Programm auf der Bühne, im Forum und natürlich auch auf dem Bait-Truck auf euch. Und eine Menge YPC-Angler stehen zum Plausch zur Verfügung. Als absolutes Highlight gucken wir am Freitag und am Sonntag mit euch zusammen die aktuellen YPC-Folgen. Und wir verkünden am Sonntag die 4 glücklichen Teilnehmer des YPC-Fan-Turniers. Jump in your car, go to Berlin, we meet you there. Den größten Unterschied machen häufig die kleinsten Dinge. Deshalb war es mir sehr wichtig, bei LMRB eine große, umfangreiche und qualitativ hochwertige Terminal Tackle Range zu kreieren. Tungstengewichte aller Art, Kleinteile wie Snaps, Wirbel oder Sprengringe und Finesse-Zubehör sind ab sofort für dich im Handel erhältlich. Ich habe diese eine ganz kleine Zander gefangen, aber der bringt natürlich gar nichts. Generell kamen nicht viele Zander bis jetzt heute, sehr wenig. Auch nicht viele Hecht, muss man sagen, aber immerhin kam ein paar vom Ton heute Morgen. Und deswegen, ich habe tatsächlich noch eine kleine Pole hier, oder nicht so klein, ich habe so eine Pole hier in der Nähe. Und habe genug Zeit, um die tatsächlich so eine gute Stunde noch abzufischen. Die würde ich probieren in der Dämmerung jetzt und hoffen, dass mindestens ein Hecht drauf geht da an der Polder. Lass uns sehen. Come on, we try the Zander. We try for Zander because I would be so more confident with the Zander in the bag. So tomorrow will be only perch and pike, which stick to my plan. So we walk as quick as possible to the car and we move to a nearby Zander spot. Fisch, Fisch, der nächste! Boah, ist der reingeknallt. Leute, es ist ja abartig. Abartig, Leute, es ist abartig. Abartig. Wie die kämpfen. Wahnsinn! Voll reingenagelt, schon wieder. Der nächste Wurf und es nagelt sofort ein Fisch rein. Wahnsinn, Wahnsinn, was für eine Show. Das ist also der Hammer. Ja, der nächste Barsch und was für ein Koffer. Das ist doch absolut abartig. So was Geiles, Leute. Ich drehe hier durch. Heute wird gepusht. Ich sag euch das. Leute, der nächste Barsch, deutlich über 40 cm. Mal gucken hier, was der jetzt hier hat. Also vorne ist er dran, hinten auch. 46 hat er auf jeden Fall. Endstand, Endstand. So Leute, und der muss natürlich auch gleich wieder zurück. Schnell, schnell, schnell. Das bringt nämlich Glück. Leute, guckt euch diesen Fisch an hier. Wahnsinn. So, und er ist weg. So Leute, das, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich weiß es nicht mehr. Unglaublich, ist unglaublich. Der nächste Prachtbarsch. Jan schmeißt einen 36er raus und holt sich so nochmal weitere 20 Punkte. 417,5 Punkte ohne Hecht. Das ist wirklich wahnsinnig gut. That one, I'll need that one tomorrow, so start off with this one. So these are the new jig spinners from Weston.
and they will hit the shops in January. So it's a long time waiting, but they will be amazing. I caught in the previous round zander on it, and we'll try and catch a zander or maybe a perch. The reason I put them on is because there might be perch here, and we want one perch to fill up the cord. So let's keep on fishing and try and catch a perch. Ich bin gespannt, was es ist. Barsch. Oh, schöner. Weitere gute Punkte. Das ist nur noch eine Verbesserung und keine volle Punktzahl. Ah, egal. So. Könnte mit Glück an die 40 kratzen. So, ja, jetzt sieht man es deutlich. Tschüss, mein Guter. Der nächste 80-Punkte-Barsch und Patrick kann sich um immerhin 12,4 Zähler verbessern. Für eine bessere Platzierung reicht es vorerst jedoch nicht. Sylvain hat die Autofahrt bereits hinter sich und ist an seiner Zanderstelle angelangt. Back to a zander spot because I badly need this zander. Because tomorrow the plan is not at all to fish for zander. I have a plan for a pike and a big perch. So this is clearly the target. One zander, 55 would be enough. Just to get rid of this in my in the corner of my head, and I would feel better if I catch it. The wind is just terrible. It goes downstream, so it takes all my slack line, it pushes it to the downstream. So that's really horrible for fishing, but I hope one will don't care and eat my lure. That's all what I'm after. Oh my God, what a strike! Bigger zander! I think he striked again. That's a 50. I think he striked just. Oh, he striked 2 strikes in a row. He striked instantly again, I think. Let's measure quick. As you can see, 2 casts, 2 bites. That's a 15-gram jighead. Look at that. And here it is. 54? Yeah. Approved? Yeah. Woo! That one I wanted to go back quickly. Okay, so now we have a bigger zander, really nice. These are a few improvement points. We'll keep on fishing with small baits in order to catch a perch maybe. But this is a good start. Ton durchbricht als zweiter Angler die 400-Punkte-Marke, bleibt aber Zweiter. Patrick ist weiter in Lauerstellung auf Rang 3. Läuft jetzt nicht schlecht. Sind ein paar schöne Fische bei rumgekommen. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ich glaube nicht, dass es reichen wird. Ich habe kein gutes Gefühl, weil was der Jan da abliefert, dann der Ton, der hat jetzt die Zander, der braucht nur noch morgen Barsch. Hat mega geile Hechte, die richtig Punkte bringen. 89, 90, das ist schon echt heftig. Und Zander hat er jetzt auch schon definitiv irgendwas über 50 dabei. Ja, egal. Weiter Gas geben, hoffen. Und überlegen, wie ich das alles hier gelöst kriege morgen. Ein bisschen Zeit bleibt ja noch. Vielleicht habe ich Glück und es steigt noch ein Hecht ein. Oder ein weiterer 40 plus. Kann ich sagen, was mir gerade lieber wäre. Ich habe jetzt wieder erwartend doch noch einen Spotwechsel gemacht. Ich habe jetzt vielleicht noch eine knappe Stunde Zeit. Bin an einen altbekannten Spot von mir gefahren. Hier habe ich letztes Jahr den 52er gefangen.
Allerdings war ich hier auch im Training und das hat nicht wirklich gefruchtet. Ist noch nicht genug Kraut da, aber ich glaube trotzdem daran, dass hier immer mal wieder ein Fisch kommt. Und deshalb werde ich jetzt hier mein Glück versuchen. Hier kann aber immer noch ein Hecht einsteigen. Hier werde ich meinen Tag jetzt zu Ende bringen. Mal schauen, ob hier noch was kommt. Ich hoffe es ja sehr. Ich würde gerne noch irgendwie einen Fisch in die Wertung bringen. So ein bisschen nagt das schon gerade an mir, muss ich zugeben. Naja. Und jetzt machen wir Hop oder Top. Jetzt geht's mit Topwater auf Hecht. Wir haben da so einen Spot, eine knappe Stunde Zeit. Topwater auf Hecht, also bleibt dran und drückt weiterhin die Daumen. Vielleicht klappt's ja. Last hour is going in. I will do everything I can to catch a perch. That's really not easy here because we caught just a few in pre-fishing and not really big ones. But we will try, and maybe the big bonus is a perch, but for me the day is perfect. It went as I expected and even a little bit better, so it's good for me. So the last hour, money time, so just a Zander spot, so all in for a Zander now, but it's very hard fishing with the side wind, that's pushing a lot, really difficult, but I really badly need this Zander. So we will keep throwing some slick shad on the current and hope for a Zander. Yes. F***ing hell. I'm not allowed to drop fish, so I won't drop this one, but you won't believe your eyes. Guys, I got a roach. Vertical fishing. That's a proper roach. But definitely not what we are looking for. Crazy, I was hoping for a Zander. Along the wall, vertical fishing was really a good action for Zander. Das ist jemand's Schnur. Guck das mal an. Siehst du das? So, immerhin was Gutes für die Umwelt getan. Alte Schnur. Jemandens Fiedermontage hier gefangen. Echt Wahnsinn, was das hier alles ist. Immerhin mit Titan, muss man sagen. Oh. Was war das? Was war das? Hast du das gesehen? War der feste Schnur? Nee. Irgendwie war auch ein Fisch ja mit verbunden. Mit John. Ich schätze, er hat sich zerhedert tatsächlich in diese Schnur. Und wir haben ihn jetzt befreit. Aber ein Fisch war auch mit dabei. Das nehmen wir alles mit. Ich tue die bei dem Auto, dass wir nicht vergessen. Wow, okay, also das war krass. Wir haben wirklich was Gutes für die Umwelt gemacht und einen Fisch anscheinend befreit. Ich könnte nicht wirklich erkennen, was für ein Fisch das war. Hätte der gezielt? Ich denke nicht. Das gibt's doch nicht. Oh, nee, oder? Erst habe ich das schon einen Brassen erschreckt, aber der ist hinterher, der Fisch.
Könnte wieder ein schöner Barsch sein, ja. Ist auch einer. Boah, ist er knapp gehakt. Aber drin ist er. So. Dann auch damit. Die Hände sind schön nass. Der Fisch hat sich schon von Köder befreit. Klasse gefärbt. 39. So, dann zurück damit. Ein kleiner. Nochmal eine kleine Verbesserung für Patrick, der in Reichweite von Platz 2 bleibt. Der Tabellenführer ist an seiner letzten Stelle angekommen. So, hier sind wir an so einem Spot, wo ja, im Training das schon ganz gut lief eigentlich mit Topwater. Und jetzt gegen Abend nochmal die Chance voll auf Hecht mit Topwater. Ihr seht, ich bin mit der Warthose hier im Wasser. Erinnert mich so ein bisschen an das Meerforellenangeln, was ich ja einige Jahre auch gemacht habe. Und ist natürlich ein tolles Gefühl, im Wasser mal zu stehen. Und wenn jetzt hier ein Fisch beißen würde, wäre das natürlich Wahnsinn. Ja, Fisch. Ich sehe es nicht. Oh ja, ist ein Barsch. Fuck, das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch. Das ist ein fetter Barsch. Oh, ich habe die Scale verloren und die Ding. Die Wuppler. Yes! 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 Oh Mann! Oh, ich habe alles verloren. Was, Mann? Die Fische sind hier. Ich hatte schon Fehlbisse und das war dieselbe Attacke, wie ich vorne hatte. Wir geben jetzt mal Gas, vielleicht kann ich noch einen fangen. Das ist auf jeden Fall ein richtig fetter Fisch, ein richtig schöner Fisch auch. Wow, dann machen wir die Scale gleich als Abhackmatte. Finally. Und smooth. 41, ja. Ein 41er Barsch, Leute. Auf meinen Mokassin. Es hat doch noch funktioniert. Ich konnte mich zumindest mit einem Fisch noch heute vergnügen, der in die Wertung geht. Aber wie gesagt, ich habe noch ein paar Minuten Zeit. Die Fische sind hier. Ich hatte schon mal so eine Attacke und vielleicht kriege ich noch einen. Geil! Was würde da wieder schwimmen? Wie ihr seht, seht ihr nichts. Das Wasser ist mega trübe geworden. Hier ist gerade ein Riesenschiff vorbeigefahren mit einem mega Tiefgang. Und hier ist der Bereich, hier ist nur so tief, mit so einer kleinen Querbuhne, die hier drin ist. Ja, und da hat mir jetzt hier schönes Wasser richtig trüb gemacht. Mal gucken, ob hier noch ein Fisch kommt. Ich hoffe, das war es jetzt nicht. Naja, ich gebe Gas. Der Stellenwechsel zahlt sich aus. Marks erster Wertungsfisch ist gleich ein richtig guter. Und vielleicht geht ja noch was. Da ist das gute Stück. Ich vertraue dem Ding und habe mich jetzt heute nicht hängen lassen. Ich meine, Bisse gab es viele, leider sind sie nicht kleben geblieben. Ich muss mich jetzt echt beeilen, vielleicht kriege ich noch einen. Boah, da war der nächste Biss. Ja, komm! Ist noch dran, ist noch dran, ist noch dran. Hab ihn. Barsch. Auch wieder ein guter. Ja, auch wieder ein sehr guter Barsch. Oh, er hängt im Kraut. Oh, da haben die Power. So viel Gas, da war ein rein. Yes!
Leute, jetzt muss ich echt Gas geben. Vielleicht kann ich nur 1, 2 fangen. Glaubt ihr es denn? Da ist er, der Gute. Der Mokassin. Auf ihn ist halt doch Verlass heute. Ja, 37. 37er Barsch. Ich glaube, ein Wurf oder 2 Würfe später. Geil, freut mich. Ich darf ihn schwimmen, weil ich muss mich echt beeilen. Anscheinend sind sie in Beißlaune, die Guten. Einfach wunderschöne Fische, gell, so ein Barsch. Das ist total geil. Und tschüss. Let's go! Marc kann auf die letzten Meter seinen Tag retten. Gelingt das Daniel vielleicht auch noch? Ja, jetzt hat Marc auch einen 41er und einen 37er Barsch. Also ich bin die Einzige, die jetzt Schneide geblieben ist heute. Kein richtig geiles Gefühl, muss ich ehrlich gestehen. Mein Plan ist absolut gar nicht aufgegangen. Und jetzt spüre ich die Konsequenzen davon, sozusagen. Habe wirklich sehr hart spekuliert, dass die Polderanglerei auf Hecht gut laufen wird und am Abend dann auf Zander. Beide haben sich entpuppt, das eigentlich Fehlentscheidungen. Vielleicht hätte ich auch ein bisschen länger bleiben müssen auf der Zanderstelle. Habe vielleicht gehofft, dass hier irgendwie glücklicherweise geht ein Fisch rauf am Ende hier an der Hechtstelle. Wenn das nicht in der nächsten Viertelstunde passiert, dann passiert das auch nicht heute. Aber die Competition besteht aus 2 Tagen, Gott sei Dank. Ja, kleiner Barsch. Ja, hat sich released. Egal, ist ab. War ein kleiner Barsch. So. Der wäre eh nicht in der Wertung gewesen. Und jetzt sieht man schön das Problem, das ich habe, jedes Mal, wenn ein Schiff vorbeifährt. Das Gras ist die ganze Zeit ganz nah an der Spundwand. Ich kann halbwegs vernünftig angeln. Kaum kommt ein Schiff, kommt der Wellenschlag gegen die Spundwand und drückt das Gras dann von der Spundwand weg und dann sieht es genau so aus. Das war vorhin ein so schmaler Streifen am Rand und jetzt hat sich wieder richtig schön verteilt und ja, ich habe es mir ausgesucht. Ich hätte ja auch woanders angeln können, aber nervig ist das trotzdem. Ich meine, der Wind regelt das innerhalb von einigen Minuten, aber sowas kann einem ein echtes Angeln so verleihen, dass man ja, das berühmte Angler-Tourette bekommt. Ich bin ein emotionaler Mensch, ich muss zeigen, wie es mir geht. Broke the line. I'm fishing the stones because at that time of the day they are supposed to come up a little bit and hunt close to the stones. So I'm fishing the stones, but it's not the best place for a jig head, you know. So I got stuck and broke the line. So I need to do my leader again. It's a very short time remaining, like 10 minutes, but I need to do it right because if I have a bite, I can't miss it. So it takes me 1 more minute to do it right, but that's important, I guess. Was für eine Spannung. Und gegen Abend eigentlich kommen die Hechte eigentlich so richtig in Beißlaune. Bis jetzt hatte ich hier noch keinen Biss, aber es war ja wirklich auch Risiko, das zu machen, den Spot hier zu fischen. Einfach nochmal auf Hecht. Ich jig jetzt nochmal die Kante ab und dann werde ich die letzten 5-6 Minuten einfach nochmal Topwater machen. Hop oder Top. Und ansonsten haben wir morgen ja noch einen Tag. Das war ein Hecht. Das war groß. Ich kann nicht 100%ig sagen, aber ich gehe mal voraus, dass ich gerade von Gefühl her Minimum 80er, 90er Hecht verloren habe. War direkt ziemlich... Kann auch ein richtig großer Zander gewesen sein, aber... Nee, das war ein Hecht. Ja. Ich war gerade am Einkurbeln, weil ich einen Köder kontrollieren wollte und
Auf einmal Widerstand. Ich dachte, war krass und zu spät gecheckt, dass es ein Fisch ist. Hab versucht noch anzuschlagen, aber anscheinend nicht fest genug. Ich nehme es auf meine Kappe, war wahrscheinlich schlecht angeschlagen, aber na gut, kann man nichts machen. Aber ja, das wäre es gewesen. So ein 80er, 90er Hecht, der wird mich wieder ganz schön ins Rennen reinbringen. Aber ohne diesen Fisch wird es sau schwierig. We did a pretty good job today. I think we're second or third. That will be really close, but it was a good day. We had big fish, big pike, big sander. Well, big sander, a good sander for the competition. So we can't complain at all. Few other participants did really good, so I think it will be a really tight. Yes, fish on. That's what I need. I managed to open the net. Yes, that's a small zander. Ooh. Not big, but better than nothing. That's exactly what I was looking for. Kind of last minute decision. Low light, chatterbait was not a bad choice. It's easily seen and repaired by the fish, so it was not bad. Yeah, so chatterbait with a slick shad as a trailer, and it's not big, but it's been so hard for me today. That's a 57. Important point. Yeah. Swim back. And here he goes. Sylvains Ausgangslage verbessert sich enorm, auch wenn er weiterhin auf Platz 4 liegt. Der zweitgrößte Zander der Gruppe stellt in Kombination mit den 2 großen Barschen eine klasse Ausgangslage für Tag 2 dar. Das weiß auch Ton. Fish. Sylvain. Sander 57. Oh, that's nice. So he only has to catch the pike. He has a really good average. We'll see what he does tomorrow. We won't know, so we'll be tension all day. Die Barsche, die ich jetzt hatte, haben den Köder relativ lange verfolgt. Also sie haben sich angekündigt, als sie hochgekommen sind. Das hat man gut gesehen. Dann hat man so ein bisschen eine Welle, eine Bugwelle hinter dem Köder gesehen. Man weiß nicht, ob es nur ein Fisch war oder vielleicht 2, 3, die das verfolgt hatten. Aber wichtig ist in dem Fall, ich sag mal in den meisten Fällen, nicht abstoppen, sondern eher ein bisschen das Tempo erhöhen, im gleichen Rhythmus, einfach nur ein bisschen schneller, dass die Barsche denken, der Fisch flüchtet, und so werden sie auch schneller packen am Ende zu. Manchmal kann es helfen, den Köder einfach abrupt abzustoppen, dass sie ihn packen, aber ich sag mal in 90% der Fälle ist es am besten einfach schneller zu werden. Als Route für diese Fische, oh, ich hatte einen Fisch. Naja, als Route für diese Oberflächenangelei ist eher eine Route mit einer sehr weichen Spitze und auch einer recht parabolischen Aktion gefragt. Einfach weil die Fische den Köder schnappen müssen, ansaugen müssen und sich wegdrehen, und dann soll erst der Haken greifen. Deswegen wäre eine steife Route hier fehl am Platz, dass da die Fische dann eher gegen den Köder schwimmen und sich nicht gut haken. Und eben auch im Drill, weil die Fische hängen oft außen, oft knapp. Deswegen sollte die Route etwas weicher ausfallen und parabolischer. Ich angle jetzt mit der Element Rider Power Finesse, mit der X5. Das ist ein neues Modell für diese Saison. Und mit der habe ich auch zum Beispiel diesen Fisch auf Deraku am 2. Tag in der ersten Gruppenphase gefangen, den großen Barsch. Und damit schlitzen wirklich nur noch sehr, sehr wenige Fische aus. Das ist eine sehr tolle Barschroute. Egal ob jetzt die Hardbait-Fischerei mit Twitchbaits, Spinjigs oder eben diese Oberflächenangelei. Aber die Fische sind da, sie sind aktiv. Ich hatte eben noch einen Fisch dran. Vielleicht kann ich noch einen rauszaubern. Jetzt extra mal hart angeschlagen und gedrillt. Mann, 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 ey. Jo, eindeutig Hecht.
Ping. Oh, just my mom. Well, I'm happy it's my mom. It was a good decision to switch to chatterbait. I just make super short cast, let it sink to the bottom and follow the stones slope. And that's where they are supposed to hunt at that time of the day. I normally do that with a casting rod, of course, because it's a quicker action. Also Barsch ist es nicht, es könnte ein Hecht sein. Ja, ist ein Hecht. Oh, gar kein ganz kleiner. Ja, komm, Kollege. Ja, komm, Kollege. Gib auf. Yes! Habe ich richtig gehört, eben die Kirchenglocken. 9 Uhr, Feierabend, letzter Wurf. Geil, geil, springt bloß da draus, Kollege. Ist kein Riesenfisch, aber hey, bei dem Kampf heute freut man sich umso mehr. Oh, 68 hat er, Moment. Nochmal drauf drücken und er ist hinten drüber. Jawohl, Last-Minute-Bike. Nochmal einen aufregenden Drill geliefert. Leichtes Gerät, Barschrute. Geil, aber wieder ein geiler Biss. Die Oberflächenangler ist halt doch einfach das Geilste. Dann habe ich wieder gesehen, wie er sich hinten dran schiebt, habe richtig Gas gegeben, dann hat er zugepackt. Geil! 2 gute Barsche, ein vernünftiger Hecht und die Topwater-Punkte. Mit 244 Zählern ist Mark Paczowski wieder voll im Rennen. Genauso wie Sylvain, der noch knapp vor ihm liegt. Jan Pusch, Ton, Van Ham und Patrick Marable bleiben aber mit 5 Wertungsfischen die Top-Favoriten, während Daniel Andriani wie Herbert Ziereis in Gruppe A ohne maßigen Fisch Tag 1 beenden musste und daher fast schon ein Wunder fürs Weiterkommen benötigt. Leute, was soll ich groß sagen? Es war ein verdammt harter Tag. Ein paar Fische verloren, keine Ahnung. So Tage gibt es halt mal. Ich habe bis zum Schluss gedacht, als ich vorne noch auf den Buhnen war und zum Juli sagte, komm, jetzt fahren wir doch noch mal hierher. Hier ist das Wasser klarer bestimmt. Habe ich echt gedacht, ich bringe keinen Fisch mehr in die Wertung. Und dann zweifelt man so ein bisschen an sich selbst. Aber nach so einer kurzen halben Stunde oder Dreiviertelstunde, was es jetzt war, gibt einem doch nochmal einen Motivationsschub. Ich meine, die anderen haben brutale Fische gefangen. Es wurden richtig große Barsche gefangen, richtig große Hechte aufgefangen von Ton. Das wird morgen mit Sicherheit nicht leicht, aber es ist Angeln und nichts ist unmöglich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Yeah, that was my last cast. I'll just untangle it and then we have to go home. Oh, we have a catch. Oh, Mark, a pike, I think. That was on his last cast. He has a pike of 68. So he's back in the game. He has caught 2 big perch and a pike in the last 40 minutes. Ah, it's never good to hear. But well done, Mark. That was the last cast. That's it for the first day. Well, the target was to get 1, 2 good zander, 2, 3 good perch. So I think we are on the lower limit, but we managed to catch 1 zander, which is
correct, and 2 good perches. So I think we are still on for the final fight tomorrow. So tomorrow full focus, perch and pike from the shore on the Haringvliet. See you tomorrow. Ja, Leute, das war der letzte Wurf hier. Topwater auf Hecht. Ich habe es nochmal probiert, hat leider nicht geklappt. Aber trotzdem denke ich, ich kann nicht mit dem Ergebnis heute zufrieden sein. Wir haben die Barsche auf jeden Fall voll. Wir haben noch 2 Zander gehabt. Und ich hoffe, euch hat das alles gefallen. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Und wir haben ja noch einen Tag praktisch Zeit. Also ich habe einen Tag Zeit, den Hecht noch zu fangen. Also drückt mir weiterhin die Daumen. Vielen Dank, ja, dass ihr mich so unterstützt habt. Denkt immer dran, Zeit ist Fisch. Bis dann, euer Jan. Schlechtes Ergebnis zwar nicht. Ich kann einfach nicht zufrieden sein, weil ich hatte 3 Chancen, denke ich mal, auf Hecht. Ja, dann kommt morgen auf mich so was richtig Ekeliges zu, nämlich Hechte fangen. Ja, und heißt heute Abend überlegen, was ist die beste Taktik. Ihr werdet morgen erfahren, beziehungsweise ihr wahrscheinlich eine Woche später, wie ich mich letztendlich entschieden habe. Ich muss mir heute Abend mal wirklich Gedanken machen, wie ich das irgendwie noch gebogen kriege, dass es gut für mich ausgeht, aber wird hart. Lasst es euch gut gehen und wenn ihr ans Wasser geht, immer Tight Lines, fangt was Schönes. Macht's gut, ihr Lieben. Ein richtig schwieriger Tag jetzt zu Ende für mich. So naheliegend, sage ich mal, diese erfolgreiche, geile Momente beim Angeln, es war nur ein paar Tage her, in der letzten Gruppenphase. Jetzt sieht man komplett anders heute. Ich meine, ich war teilweise auf der gleichen Stellen, auch auf ein paar neue Stellen natürlich, aber total anders heute. Der Fisch hat gar nicht reagiert. Ich habe auf unterschiedliche Sachen probiert. Am Ende, wenn die nicht wollen oder wenn man einfach irgendwo gerade dann nicht in der richtigen Stelle steht, dann ist es halt so. Das wirklich einzige Positive bei der gesamten Angelegenheit ist, dass morgen ist noch ein Tag. Und Leute, zieht euch warm. Morgen gibt es die krasseste Comeback ever in der YPC-Geschichte. Um das zu sehen, schaut mal nächstes Mal ein. Bis dann, Leute. Den zweiten Angeltag dieser Gruppe zeigen wir euch am kommenden Freitag und Sonntag. Wer in Berlin auf die Angelmesse kommt, kann sich die Folgen mit uns und einigen YPC-Teilnehmern gemeinsam auf der Messe angucken. Wir freuen uns über Likes, Kommentare und Support im Online-Shop. Ciao.